Hey, hey, ich bin Vicky und zusammen mit meiner Hündin Cleo lebe ich Vollzeit im Van. Vor über 5 Jahren habe ich meinen Job als Architektin aufgegeben und bin in den Roadtrip meines Lebens gestartet. Nach 3 Jahren voll wilder Abenteuer in meinem Bulli wollte ich mir ein neues Zuhause auf Rädern bauen. Doch mitten im Umbau gab es einen Motorschaden und meine Träume lagen brach. Um mir die Werkstattkosten zu finanzieren, baute ich mit Freunden einen weiteren Camper aus und verkaufte diesen. Ich dachte, ich hätte nun viel gelernt und mein eigener Ausbau würde dadurch viel schneller fertig werden. Falsch gedacht. Nach 3 Ausbauten kann ich eins sagen. Das, was am allermeisten Zeit, Geld und Nerven kostet, ist die Planung, Recherche und das Ausmergeln von Fehlern. Das muss doch auch anders gehen. Mit der Erfahrung aus meiner Arbeit als Architektin, meiner Leidenschaft fürs alternative Wohnen und meiner Expertise aus 5 Jahren Vanlife habe ich den Camperbauplan geschaffen. Der erste Schritt zu deinem großen Traum. Vermaßte Pläne, Detailfotos und Produktlinks. Dein Leitfaden für einen richtig guten Ausbau. Wenn du lieber reisen willst, statt ewig an deinem Bus zu basteln, dann ist der Bauplan genau das Richtige für dich. Hey, ich bin Vicky und ich stelle dir heute meinen Camper vor. Wir starten gleich in meinem Eingang. Ich habe eine höchst professionelle Trittstufe, also einfach eine Bierkiste mit einem Holzdeckel drauf, den ich als meinen Schuhschrank nutze. Und habe hier vorne einen relativ breiten, freien Bereich. Das war mir wichtig für eine ganz besondere Sache. Vielleicht das Herzstück von meinem Camper, ich kann es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall mein Lieblingsplatz. Es ist nämlich in einer Sekunde aufgebaut und einfach der perfekte Platz, um schöne Aussichten zu genießen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel diese Schaukel trägt. Ich weiß nicht, wie schwer man sein darf, um da drinnen zu sitzen. Mich hält's aus bisher. Also ich meine, selbst schwerere Menschen haben hier schon drin gesessen. Wie das geht, wie ich die Befestigung gemacht habe, wo ich die Hängeschaukel her habe, wo ich überhaupt alle Sachen her habe, die ich in dieser Van-Tour erwähne, findest du verlinkt in der Videobeschreibung. Und zur Hängeschaukel habe ich auch nochmal einen separaten Blogpost, was nämlich die Befestigung angeht und wie wir das da gemacht haben. Ich habe mich für einen ziemlich klassischen Grundriss entschieden mit dieser großen Sitzgruppe und mit den drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze. Und bereue es tatsächlich nicht. Ich habe hier so einen großen, hellen Bereich. Es öffnet den Bus total. Also man gewinnt einfach nochmal einen Meter Platz gefühlt. Und es sind auch bequeme Sitze. Das ist halt beim Camper oft so, dass man dann was baut und dann tut dann der Rücken irgendwie weh, wenn man lange arbeitet. Ich hatte hier vorher eine Doppelsitzbank drin und habe sie getauscht gegen einen Einzelsitz. Das ganze Komplett habe ich von Intercaravaning aus dem Online-Shop. Wie ich das umgebaut habe, gibt es auch nochmal in so einem separaten Video. Also ich werde hier super oft erwähnen, andere Videos, die ich gemacht habe, Blogposts oder auch Artikel nennen. Und das verlinke ich alles in der Videobeschreibung, weil das sonst einfach den Rahmen sprengt. 1, 2, 3, dann kann man hier nochmal Stühle hinsetzen mit 5 Leuten, super, super bequem, sogar mit Tisch. Den kann ich verschieben. Und dann findet sich hier noch eine andere kleine Besonderheit im Bus. Ich habe mich für diese Klappbank entschieden, weil ich gerne tanze und weil ich gerne Yoga mache im Bus. Und einfach viel Platz und Bewegungsraum haben wollte, aber auch, weil ich Cleo habe, eine relativ große und ziemlich alte Hündin, die nicht mehr so einen guten Wendekreis hat. Und sie hat hier unten also eine richtige Sofalandschaft und es geht wirklich auch hier wieder ein paar Handgriffe, wenige Sekunden und das Ding ist weg quasi. Wow, voll der Dreck hier hinter. Naja, das hat keiner gesehen. Was mir an diesem Bus auch super wichtig war, dass hier ganz viel Licht reinkommt. Die Seitenfenster, die man so kaufen kann, sind meistens verdunkelt. Was natürlich schön ist, wenn die Sonne voll reinknallt im Sommer. Und was auf jeden Fall auch schön ist, dass halt, wenn jemand draußen langläuft, dass er nicht direkt reingucken kann. Aber es macht es halt auch sehr viel dunkler. Deswegen, die offene Front bringt natürlich viel Licht rein. Und ich habe insgesamt 3 Dachluken hier verbaut. Hätte mir noch vor 6 Jahren, also ein Jahr bevor ich los bin, hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal Vollzeit in einem Camper, also in einem Auto leben werde, hätte ich den vermutlich den Vogel gezeigt. Ich bin sehr konservativ aufgewachsen, ich habe ein ganz normales Leben geführt und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, wieder zurück in eine Wohnung, zurück in ein Haus zu ziehen. Also es ist für mich irgendwie so ein absolutes No-Go. Eigentlich ist es auch keine Überraschung. Ich liebe Wohnarchitektur, das hat sich durch mein Studium, durch meine Arbeit gezogen und ich bin ja fast schon besessen von alternativem Wohnen. Also ich finde das Thema einfach unglaublich spannend. Ob nun Camping, Camper, verschiedenste Campergrößen, Tiny House, Segelboot, was es da nicht alles gibt. Ich finde es halt super, super interessant und spannend und
Eigentlich ist es keine Überraschung, dass ich mich dann auch so wohlfühle hier drin. Was mir auch wichtig war, ist eine große Küche zu haben. Ich koche sehr gerne und mache dabei auch immer einen riesen Kuddelmuddel. Also ich brauche den Platz. Ich kann die Küche auch erweitern. Also das ist schon richtig Hammerluxus für einen Camper, so eine Riesenküche. Dieses schöne Tischchen kann man übrigens auch mit längeren Auszügen oder mit längeren Halterungen vorne anbauen. Dann kann ich quasi draußen, habe ich nochmal draußen ein kleines Tischchen. Eine weitere Besonderheit in meinem Bus, etwas, was, glaube ich, ziemlich einmalig ist, zumindest habe ich von niemandem gehört, der das noch so hat, ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, die Idee, sondern kam aus der Community und ich bin sehr zufrieden. Das ist meine Kochstelle, ein Multikocher. Ich habe quasi ein gasfreies Wohnmobil und koche mit Strom. Das ist ein Topf, der eben in diesem Gerät sitzt. Der ist Emaille beschichtet und man kann da drin kochen, braten, wohl auch backen. Das läuft über Strom. Über mein Stromsetup erzähle ich später nochmal mehr. Ich bin im Winter an meine Grenzen gekommen damit, aber jetzt schon im Frühling, wo die Sonne mehr scheint, klappt es super und hervorragend. Ich bin echt zufrieden. Ich habe hier sonst alles mit Schubladenauszügen gemacht. Also es ist ein richtig krasser Standard in diesem Auto. Was am Kocher nochmal richtig cool ist, dadurch, dass das so eine geschlossene Box ist in sich, kann ich mir was kochen. Ob es jetzt ein Eintopf ist, eine Suppe, also irgendwas, wo man nicht die ganze Zeit rühren muss. Also einfach, was man reinstellt und das köchelt dann vor sich hin. Und ich kann halt während der Fahrt kochen. Das ist halt mega cool, weil meine Batterie lädt halt auch während dem Fahren. Ich verbrauche dann quasi keine Batterie. Also wenn man so ein bisschen vorplant, kann man mit diesem Kocher auch im Winter sehr, sehr gut reisen. Und hier habe ich nochmal Mülleimer. Ich habe in diesem Busausbau viel auf Nachhaltigkeit geachtet. Ich habe eine natürliche Dämmung verbaut. Ich habe viel Secondhand gekauft oder verwendet, was ich schon hatte. Zum Beispiel den Mülleimer. Ja, natürlich hätte ich mir auch irgendwie was Hübsches, Fancyes kaufen können, aber den habe ich halt von Kleinanzeigen bekommen für günstig. Die Emaille-Schüssel für mein Waschbecken habe ich aus dem Keller der Oma meiner Freundin und habe ich hier umfunktioniert zu einem Waschbecken. Es ist riesig, ich liebe es. Das nächste Recycling-Projekt hängt hier an der Wand. Mein Vater ist Fliesenleger und dieser Fliesenspiegel, den hatte er quasi noch in seinem Lager liegen. Es ist übrigens Naturstein. Super fancy. Wenn ich meine Busse plane, dann bin ich beim Look immer so ein bisschen... Ich lasse mich immer selbst überraschen, eben weil ich viel wiederverwende und weil ich Materialien nutze, von denen ich am Anfang noch gar nicht so genau weiß, welche es denn werden, wird jeder Van so ein bisschen so ein kleines Überraschungsprojekt und ja, entsteht halt beim Machen. Der Camper ist halt auch die perfekte Möglichkeit, dieses alternative Leben mit dem Reisen zu verknüpfen und das Reisen und auf Reisen zu Hause sein. Auch das ist etwas, was mir vor 6 Jahren noch vollkommen fremd war. Für mich war das ein Thema, das ich noch nie mir darüber Gedanken gemacht habe, wo ich noch nie von was gehört habe. Doch etwas, wo ich mich so wiedergefunden habe. Also unterwegs zu Hause zu sein, das ist mein Lifestyle. Also da fühle ich mich so richtig, richtig wohl. Meine Freunde haben mich oft gefragt, ob ich genug habe vom Reisen, ob ich nicht irgendwann satt davon bin. Aber bei mir ist es halt eher so ein Ding, je mehr ich reise und je weiter ich fahre, desto mehr will ich sehen, desto neugieriger werde ich. Und ich kann mich dafür so sehr begeistern. Und ich habe halt auch noch den Vorteil, dass ich so gut wie kein Heimweh habe, was natürlich dazu führt, dass ich die Welt immer nur mehr und mehr und mehr entdecken will. Und jetzt aktuell ist es in einem Van, in einem Camper mit meinem Hund und irgendwann wird es anders sein und irgendwann werde ich auf andere Arten und Weisen reisen. Ich will unbedingt nochmal auf einem Segelboot leben und ich bin also so ein richtiger Nomade im Herzen, kann man sagen. Und ich finde das total schön, weil ich das ausleben darf. Ich lebe in einer Welt und in einer Gesellschaftsschicht auch. Das kommt natürlich dazu. Ich bin sehr privilegiert, dass ich eben leben kann, wie ich will. Und ich habe die Möglichkeit, ich selbst zu sein, zu leben, wie ich glücklich bin, die Wege zu gehen, die ich gerne gehen möchte. Und dafür bin ich ganz so dankbar. Ich habe 2 Wasserhähne, also einmal das ganz normale Wasser, das direkt aus dem Tank kommt und einmal gefiltertes Wasser. Meine Obstschale. Ich kriege immer wieder die gleiche Frage dazu. Baumelt die nicht? Natürlich baumelt die. Also das macht die ganze Zeit Dong, Dong, Dong gegen die Schiebetür. Aber das stört mich nicht. Ein Problem ist nur, wenn da irgendwie Bananen gerade in der Ecke hängen und die ganze Zeit die Schiebetür voll machen. Das ist richtig eklig. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Schubladensicherung. Zum Thema Schubladensicherung habe ich auch einen Blogpost.
Das ist ein Magnet. Kann ich auch sehr weiterempfehlen. Ich habe hier noch diese 2 Apothekerschränke verbaut. Sie brauchen nicht viel Platz, sie schaffen aber sehr viel Platz. Also ich habe hier für eine Person echt richtig krass viel Stauraum. Hier habe ich einen riesen Kleiderschrank mit richtig großen Auszügen. Also wie gesagt, für eine Person, ich habe viel zu viel Platz. Ich habe den Van so gebaut, dass er für alle Eventualitäten passt. Dass ich sowohl in der Stadt stehen kann über mehrere Wochen im Winter als auch im Sommer am Strand. Also es sollte irgendwie für die ganze Reise passen. Und dadurch, dass ich ja Vollzeit hier drinnen lebe, wollte ich einfach auch nicht mehr so viel bei meinen Eltern lagern, weil ich weiß nicht, wann ich wieder zu meinen Eltern fahre. Und ich habe wirklich alles, was ich ein ganzes Jahr über brauchen würde, habe ich hier drin. Und weil ich den Bus für alle Eventualitäten wappnen wollte, habe ich mich entschieden, eine Dusche einzubauen. Ganz am Anfang, als ich den Van geplant habe, habe ich gesagt, nee, das ist Blödsinn und das braucht man nicht. Ich finde nach wie vor, dass man eine Dusche nicht braucht, vor allem nicht, wenn man nur reist. Also ich meine, natürlich ist es nice to have. Also hallo, ich werde mich nicht beschweren, wenn ich eine heiße Dusche kriege. Und das ist es halt so ein bisschen, ich wollte sicher sein, dass ich eben in der Stadt auch unabhängig stehen kann. Also meine Dusche oder mein Badezimmer ist so ein kleines Mysterium auf Social Media. Die Leute sagen immer, hey Vicky, wie sieht es denn überhaupt in deiner Dusche aus? Zeige ich natürlich nie, weil ich hier entweder nackt bin oder auf dem Pott sitze. Also so sieht es aus, wenn ich hier drinnen stehe. Hier oben ist der Duschkopf. Ich habe hier so eine Spiegelfolie draufgeklebt, um so grob zu gucken, ob die Farbeinteilung vom Outfit passt. Reicht das schon? Meine Toilette befindet sich hier. Also ich habe sie nicht ausgeleert. Meine Toilette kann ich hier rausschieben. Man kann sie wirklich bis ganz nach vorne ausziehen. Hinter der Toilette habe ich das Streu, habe ich Putzmittel, habe ich Toilettenpapier. Damit man vielleicht erkennt, was ich meine. Nicht, dass ich mich wieder jetzt irgendwie Kacke am Po hole. Es ist eine Trockentrenntoilette. Ich bin damit zufrieden. Natürlich riecht es nicht nach Blumen. Vanlife ist ein richtiger Hype. War es vor 3 Jahren schon und dann kam Corona und hat es noch mehr gepusht, wo schon alle dachten, oh mein Gott, wo soll es denn noch hingehen? Ich glaube aber, das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Und zwar leben wir in einer Gesellschaft, in der wir eben nicht wir selbst sein können. Wir leben unter Leistungsdruck, unter immer mehr und mehr und mehr haben und mehr machen, aber immer weniger sein. Es ist eine absolute Reizüberflutung und wir wissen es ja alle, wir sind ja Teil davon. Und Vanlife ist nicht so beliebt, weil man schöne Fotos machen kann. Vanlife ist so beliebt, weil es uns zurück zu uns bringt. Weil es uns rausholt aus dieser total verqueren Gesellschaft, in der wir gerade leben und auf die wir zusteuern, zurückholt zu dem, was wirklich wichtig ist. Mit sich selbst zu sein, glücklich zu sein, gute Gesellschaft, leckeres Essen, guter Schlaf. Also ganz ehrlich, manchmal ist Vanlife einfach nur von Mahlzeit zu Mahlzeit zu Mahlzeit leben. Und das ist voll okay. Der zweite Teil von meinem Badezimmer befindet sich außerhalb von meinem Badezimmer. Ich habe hier einen Spiegel, wo meine Cremes drin sind, meine Schminke und wo ich mich auch einmal richtig sehen kann. Und der verschwindet halt einfach und ist auf der anderen Seite ist es dann quasi ein Bilderrahmen. So, jetzt kommen wir zu meinem Bett. Ich habe mich für das klassische Heckbett entschieden mit den Schiebetüren und der schönen Aussicht. Bereue es auch nicht. Die Matratze hat 1,50 auf 1,85 und diagonal hat man dann auch richtig viel Liegelänge. Für mich alleine wieder purer Luxus hier. Sehr verliebt bin ich in meine Naturkautschuk-Matratze von Alnatura. Der gleiche Laden, wo ich auch die Hängeschaukel her habe. Wie gesagt, wieder in der Videobeschreibung. Ich finde das Dachfenster im Schlafzimmer mega schön und mega wichtig, weil ich hier eigentlich jede Nacht, also selbst wenn es regnet, selbst wenn es Minusgrade hat, habe ich das Fenster ein Stückchen auf, weil es einfach frische Luft hier reinbringt. Und auch wegen der natürlichen Dämmung. Nein, ich kann noch nicht sagen, wie es unter der Verkleidung aussieht. Ich habe auch noch nicht meinen ganzen Ausbau nach einem halben Jahr mal rausgeschmissen und die ganze Verkleidung abgemacht, um zu gucken, wie es aussieht. Ich wollte unbedingt ein festes Bett haben, weil ich ultra faul bin und nicht wirklich ordentlich und keine Lust habe, jeden Tag mein Bett umzubauen. Wenn ich schon so einen fetten Camper habe, dann will ich das auch nicht machen, dass ich hier jeden Tag rumräume. Bereue ich auch nicht. Das Schöne für mich persönlich, sollte man vielleicht auch bedenken, ich habe hier einen relativ schmalen Eingang. Das hat seine Vor- und Nachteile. Zum einen kann man natürlich, wenn man vorne sitzt, jetzt nicht den ganzen Ausblick durchs Heck genießen. Aber es sind auch irgendwie 2 so verschiedene Klimazonen. Die Heizung wärmt den gesamten Vorder- und Wohnbereich, sag ich mal. Und dadurch, dass das hier so eng ist hier hinten eine ganz andere Temperatur. Also es ist im Bett immer viel, viel kühler.
Ich finde das mega, weil ich schlafe gerne kalt. Wer das nicht mag, sollte auf jeden Fall, wenn er sowas baut, hinten nochmal einen Auslass bauen von der Standheizung. Also es reicht nicht, dass sie einfach nur unterm Bett ist und quasi theoretisch den Keller erwärmt. Das reicht auf jeden Fall nicht, um es hier drinnen im Schlafbereich warm zu kriegen. Die Schranktürchen hier sind vom Sperrmüll, habe ich einfach nur zugeschnitten und umlackiert. Die hier baumelt auch wie Sau, hat mir hier auch schon alles zerkratzt an der Wand, aber ich nehme es in Kauf. Vanlife ist so toll, weil es uns zurückbringt zu dem, was wir wirklich wollen. Und ich glaube, dass es viele Menschen auch wieder connected mit sich selbst. Deswegen hat Vanlife so viel Kraft, deswegen hat Vanlife so viel Anhänger bekommen in den letzten Jahren, weil es uns einfach zur Ruhe bringt so ein bisschen. Und gleichzeitig aber auch, wenn wir aus dieser Ruhe vielleicht mal entdecken wollen, dass wir auch die Möglichkeit haben. Also wir sind nicht eingesperrt, wir sind wir selbst, also es bringt uns zurück zum Kern und das ist schön und das gönne ich jedem, das erfahren darf. Und das heißt nicht, dass jeder Vollzeit in den Van ziehen muss, um Gottes Willen, auf keinen Fall. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? Mein warmes Wasser kann ich einmal elektrisch erzeugen und einmal über die Standheizung laufen lassen. Also ich habe dieses klassische Warmwasser-Kit. Was viele Leute machen, ist, dass sie dann quasi, wenn sie das warme Wasser aufheizen wollen, dass sie dann die warme Luft nach außen leiten, was ich voll verschenkte warme Luft finde. Ich leite die warme Luft durch den Boiler durch und dann in die Dusche rein. Ich kann natürlich die Tür zumachen. Das heißt, wenn es theoretisch draußen ein warmer Tag ist und ich jetzt nicht die Bude hier voll heizen will, dann habe ich es aber immer noch beim Duschen schön warm. Dieser Lifestyle ist sicher nicht für jeden was. Es ist rough, es ist ehrlich und echt. Also Vanlife ist auch nichts, wo man von seinen Problemen wegrennen kann. Im Gegenteil, Vanlife serviert die Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen sollst, quasi auf einem Silbertablett und sagt dir so, jetzt darfst du dich damit beschäftigen. Das meine ich mit Vanlife bringt einen zurück zu sich, weil man alles, was in einem schlummert, kocht hoch und es wird so sichtbar. Und es ist, also man lernt sich richtig kennen, man lernt, wo man vielleicht noch mal ein bisschen arbeiten muss mit sich. Und wenn man es schafft und wenn man da durch kann und wenn man da durchgeht und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann einen das halt eben zu sich bringen und also es ist ja auch was Gutes, es ist ja was Gutes, sich kennenzulernen, auch wenn man dabei ein paar Schatten aufdeckt. Viele Leute fragen mich oft, wo Cleo mitfährt. Sie ist eine alte Dame und wir haben uns das so angewöhnt, dass sie einfach beim Beifahrer im Fußraum liegt. Sie fühlt sich da am wohlsten. Wir haben keine Hundebox im Ausbau drin. Würde ich vielleicht Neuhundebesitzern empfehlen, dass man den Hund direkt daran gewöhnt. Aber das ist unsere Lösung. Mein Keller. Habe hier auch einfach nur so ein Jutetuch drüber gehängt. Hier ist alles, was ich noch so brauche oder was ich nicht brauche. Mein 80 oder 100 Liter Wassertank ist hier. Meine Standheizung ist hier. Und meine Standheizung ist etwas von diesen 2%, die ich an diesem Camper nicht so toll finde. Nicht die Standheizung selbst, sondern wie ich sie verlegt habe. Die Wege sind zu weit. Was ich anders machen würde nächstes Mal, kürzere Wege für die Standheizung. Ich habe meine Elektrik machen lassen von K-Elektrik Hamburg. Mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen und bin hammermäßig zufrieden. Die haben so Steckkonzepte, also so, dass man es auch eben selber machen kann. Ich habe es auch meinen Freunden empfohlen. Die haben ihre Busse damit ausgebaut. Weil ich hier so eine fancy Wohnung auf Rädern gebaut habe, habe ich ein etwas aufwendigeres Elektrikkonzept vielleicht. Also ich kann zum Beispiel per Handy steuern, welches Licht an und ausgeht, was ich dachte, dass ich niemals nutzen werde. Aber ich nutze es tatsächlich relativ oft. Mein Boiler zum Beispiel habe ich so programmiert, dass ich das Knöpfchen drücke und der dann irgendwie nach einer Stunde oder so ausgeht, sobald er dann warm ist. Ich habe überall 230 Volt und 12 Volt und USB-Steckdosen. Achso, und alle Lichter sind dimmbar. Womit ich nicht so ganz zufrieden bin, ist das Wassersystem. Und ich finde es ehrlich gesagt voll schade, dass es nicht einfach sowas wie K-Elektrik gibt für Wasser. Also falls irgendjemand noch eine Geschäftsidee sucht, hier ist sie. An 1, 2 Anschlüssen tropft es manchmal und das nervt mich tierisch. Das werde ich auf jeden Fall ändern, wenn ich nach Hause komme. Das sind tatsächlich die einzigen Sachen, die mich an diesem Camper stören. Also die langen Leitungen in der Heizung, was auch nur dann auffällt, wenn es halt super kalt ist. Und das leckende Wasser, was ich hoffentlich bald wieder in den Griff kriege. Abgesehen davon
bietet Vanlife relativ wenig Sicherheit. Also wenn irgendwas mit dem Auto ist, ja klasse, da schläft man dann in der Werkstatt. Dieses ganze Sicherheitspaket, was wir haben, wenn wir in einem Haus leben, das fehlt hier halt komplett. Dazu kommen ein paar unkomfortable Sachen. Okay, dieser Camper hier ist jetzt wirklich perfekt ausgestattet mit Dusche, mit warmem Wasser und allem, was man so braucht. Und trotzdem ist das Wasser eben nicht endlich. Ich kann nicht den Hahn aufdrehen wie zu Hause und habe endlos Wasser zur Verfügung, sondern irgendwann muss ich halt los und nach einer Wasserquelle suchen. Ich kann nicht einfach die Klospülung drücken. Ich muss meine stinkende Toilette ausleeren. Und manchmal passieren echt eklige Dinge, manchmal passieren lustige Dinge, manchmal passieren traurige Dinge, manchmal regnet es wochenlang und man ist genervt. Ich würde sagen, Vanlife ist einfach unglaublich ehrlich und alles, was so in einem schlummert, das kann man im Vanlife nicht verstecken. Man hat nicht genug Raum, um sich vor sich selbst zu verstecken. Und alle Emotionen, sowohl die positiven als auch die negativen, die hängen halt immer direkt unter der Oberfläche und sind halt einfach super präsent. Ich finde es toll und das ist genau das, was ich liebe und lebe. Ich finde es toll, mit wenig Komfort zu leben. Ich finde es toll, jeden Tag kleine Herausforderungen meistern zu müssen. Ich liebe diese Unsicherheit und mich immer wieder kreativ und neu entdecken zu müssen. Ich finde es toll. Habe ich schon erwähnt, dass ich es toll finde? Es ist aber definitiv nicht für jeden was. Wer also sagt, oh wow, das sieht klasse aus, erstmal ausprobieren, bevor man viel Geld für einen Camper ausgibt. Ich will mich selber jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, aber der Camper ist schon richtig toll geworden und ich bin super zufrieden. Vielleicht liegt es daran, dass es mein 3. Camperausbau ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt Architektin bin und irgendwie mich besser da reindenken kann. Aber der Grundriss vom Camper ist mega. Es funktioniert super. Keine Ahnung, ich habe es wahrscheinlich schon im Video 1000-mal gesagt, aber ich bin halt einfach wirklich zufrieden. Ich glaube, dass es ein Grundriss ist, dass es ein Konzept ist, das einfach für sehr viele verschiedene Leute funktioniert, also sowohl für Singles als auch als Paare. Ich habe im Bauplan auch eine Idee aufgeschrieben, wie man diesen Grundriss mit 3 Sitzen nutzen könnte, sodass man als kleine Familie reisen kann. Es ist schön, es ist praktisch, es macht Sinn, es ist funktional, man hat viel Bewegungsfreiheit, es funktioniert auch gut mit Hund. Ist einfach gut. Ja, also keine Ahnung, ich will mich auch nicht zu sehr in den Himmel loben, aber es funktioniert. Es funktioniert, es ist ein super Konzept und ich kann es wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Es ist ja jetzt nicht so der besonderste Grundriss oder so. Also es ist eigentlich ja ein relativ standardmäßiges Konzept mit den ein oder anderen Anpassungen vielleicht. Aber dieses Konzept ist halt aus einem guten Grund so oft in Campern zu sehen, weil es halt einfach gut funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, bist du herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren. Wenn du noch mehr Busausbau und Vanlife willst, kannst du Vanilla Insider werden. Infos dazu und Infos zum Bauplan, zum Busausbau, zu den Produkten. Ich habe schon 1000-mal erwähnt, oder? Ich sage es einfach nochmal, findest du in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich herzlich bei dem Kameramann André von Oscar the Explorer und würde sagen, bis zum nächsten Mal.